Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Anna, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über Steuern sprechen. Weißt du, was Steuern sind? Ja, ich weiß. Steuern sind Geld, das die Menschen an die Regierung zahlen. Die Regierung verwendet dieses Geld, um öffentliche Dienstleistungen zu finanzieren. Das ist richtig. Steuern helfen, Dinge wie Straßen, Schulen und Krankenhäuser zu bezahlen. Zahlst du Steuern, Tom? Ja, das tue ich. Ich zahle Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Was ist Einkommensteuer? Einkommensteuer ist eine Steuer auf das Geld, das du verdienst. Wenn du arbeitest und ein Gehalt erhältst, zahlst du einen Teil dieses Gehalts als Einkommensteuer. Ich verstehe. Und was ist Umsatzsteuer? Umsatzsteuer ist eine Steuer auf die Dinge, die du kaufst. Wenn du ein Hemd oder Lebensmittel kaufst, wird ein kleiner Prozentsatz des Preises als Umsatzsteuer hinzugefügt. Das ergibt Sinn. Warum müssen wir Steuern zahlen? Wir müssen Steuern zahlen, damit die Regierung Geld hat, um Dienstleistungen bereitzustellen. Ohne Steuern gäbe es kein Geld für Schulen, Polizei oder Straßen. Ich stimme zu. Steuern sind wichtig für eine gute Gesellschaft. Denkst du, dass die Steuern hoch oder niedrig sind? Ich denke, einige Steuern sind hoch. Zum Beispiel finde ich, dass die Einkommensteuer für mich etwas hoch ist. Ich bekomme weniger Geld von meinem Gehalt wegen dieser Steuer. Ich verstehe. Manchmal beschweren sich die Leute, dass die Steuern zu hoch sind. Aber ich denke, es ist wichtig, einige Steuern zu zahlen, damit wir gute Dienstleistungen haben können. Ja, ich stimme zu. Selbst wenn die Steuern hoch sind, helfen sie Dinge zu finanzieren, die wir brauchen. Es ist ein Gleichgewicht. Weißt du, ob es verschiedene Arten von Steuern gibt? Ja, es gibt viele Arten von Steuern. Neben der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer gibt es die Grundsteuer, die eine Steuer auf dein Haus oder Grundstück ist. Was ist Grundsteuer? Grundsteuer ist eine Steuer, die Hausbesitzer zahlen. Wenn du ein Haus besitzt, zahlst du jedes Jahr einen Prozentsatz seines Wertes als Steuer. Das ist interessant. Gibt es noch andere Steuern? Ja, es gibt auch Steuern auf Geschenke und Erbschaften. Diese werden als Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer bezeichnet. Ich habe davon gehört. Schenkungssteuer wird gezahlt, wenn du jemandem ein großes Geschenk machst. Und Erbschaftssteuer wird gezahlt, wenn du Geld oder Eigentum von jemandem erhältst, der gestorben ist. Genau. Steuern können kompliziert sein, aber sie helfen unserer Gesellschaft. Ich fühle mich manchmal verwirrt über Steuern. Weißt du, wie man seine Steuern erklärt, Tom? Ja, das weiß ich. Ich verwende ein Steuerformular, um mein Einkommen und meine Ausgaben zu melden. Ich benutze auch einen Steuerrechner, um mir zu helfen. Das klingt gut. Ich möchte auch lernen, wie man meine Steuern erklärt. Wo kann ich Hilfe bekommen? Du kannst Hilfe von einem Steuerberater bekommen oder Online-Ressourcen nutzen. Viele Websites bieten kostenlose Informationen über Steuern. Ich werde einige Websites überprüfen. Ich möchte sicherstellen, dass ich den richtigen Steuerbetrag zahle und nicht mehr als nötig. Das ist sehr wichtig. Zu viel Steuer zu zahlen kann ein Problem sein, aber zu wenig zu zahlen kann auch zu Strafen führen. Ja, ich möchte keine Probleme mit der Regierung bekommen.
Ich möchte das Gesetz befolgen und meinen fairen Anteil zahlen. Es ist gut, über Steuern informiert zu sein. Ich lese jedes Jahr einen einfachen Leitfaden, bevor ich meine Steuern erkläre. Das hilft mir zu verstehen, was zu tun ist. Ich werde versuchen, einen solchen Leitfaden zu finden. Vielleicht hat meine örtliche Bibliothek einen. Ich bin mir sicher, dass Sie das haben. Bibliotheken bieten oft kostenlose Informationen zu vielen Themen, einschließlich Steuern. Tom, denkst du, dass Steuern fair sind? Ich denke, Steuern können fair sein, wenn jeder seinen Anteil zahlt. Reiche Menschen zahlen mehr Einkommensteuer als arme Menschen. Das hilft, Ungleichheit zu verringern. Das ist ein guter Punkt. Höhere Steuern für Reiche können helfen, öffentliche Dienstleistungen für alle zu finanzieren. Ja, und die Umsatzsteuer ist für alle gleich, aber sie betrifft arme Menschen mehr, weil sie einen größeren Teil ihres Einkommens für grundlegende Güter ausgeben. Ich verstehe. Es ist ein komplexes Thema. Ich glaube, dass Steuern genutzt werden sollten, um Bedürftigen zu helfen. Ich stimme zu. Steuern sind ein Weg für die Gesellschaft, sich gegenseitig zu unterstützen. Wir zahlen alle ein wenig, damit jeder Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Sicherheit hat. Ich fühle mich besser, wenn ich an das Zahlen von Steuern so denke. Es ist nicht nur Geld. Es ist ein Beitrag zur Gemeinschaft. Ja, und viele Menschen sehen die Vorteile der Steuern nicht, weil sie nur an die Kosten denken. Aber ohne Steuern würden viele Dienstleistungen nicht existieren. Das stimmt. Ich nutze öffentliche Straßen, sende meine Kinder zur öffentlichen Schule und besuche öffentliche Krankenhäuser. All diese Dienstleistungen werden durch Steuern finanziert. Genau. Ich nutze auch viele öffentliche Dienstleistungen. Ich denke, es ist wichtig, sie durch das Zahlen von Steuern zu unterstützen. Tom, hast du Tipps für jemanden, der neu im Zahlen von Steuern ist? Ja, ich habe ein paar Tipps. Zuerst bewahre immer deine Belege und Aufzeichnungen über dein Einkommen auf. Das hilft dir, wenn du deine Steuern erklärst. Das ist ein guter Tipp. Ich werde versuchen, meine Unterlagen organisiert zu halten. Zweitens, lerne die verschiedenen Steuerformulare kennen. Es gibt einfache Formulare für Menschen mit geringem Einkommen und komplexere Formulare für Unternehmen. Ich werde über die Steuerformulare lesen. Ich möchte das Richtige wählen. Drittens, benutze einen Steuerrechner. Er kann dir helfen, abzuschätzen, wie viel Steuer du zahlen wirst. Es gibt viele kostenlose Rechner online. Ich werde nach einem Steuerrechner suchen. Ich möchte meinen Steuerbetrag wissen, bevor ich erkläre. Schließlich scheue dich nicht, um Hilfe zu bitten. Wenn du verwirrt bist, kannst du mit einem Steuerberater sprechen oder beim Finanzamt nach Informationen fragen. Danke, Tom. Diese Tipps sind sehr hilfreich. Ich fühle mich jetzt sicherer, was das Lernen über Steuern angeht. Ich freue mich, helfen zu können. Steuern können knifflig sein, aber mit etwas Wissen kannst du sie leicht bewältigen. Ja, ich möchte mehr über Steuern lernen, damit ich mein Budget besser planen kann. Zu wissen, wie hoch der Steuerbetrag ist, hilft dir, deine Ausgaben zu planen. Das ist richtig. Wenn du weißt, wie viel Steuer du zahlst, kannst du bessere finanzielle Entscheidungen treffen. Ich werde heute mit dem Lesen über Steuern beginnen. Ich möchte alles verstehen, bevor die nächste Steuerperiode kommt. Das ist ein guter Plan. Ich lese jedes Jahr den Steuerleitfaden. Das macht das Erklären meiner Steuern viel einfacher. Das werde ich auch tun. Ich möchte gut vorbereitet sein. Tom, denkst du, dass sich die Steuern in der Zukunft ändern werden? Vielleicht.
Manchmal ändert die Regierung die Steuersätze oder schafft neue Steuern. Es ist wichtig, informiert zu bleiben. Ich stimme zu. Ich werde die Nachrichten und die Website der Regierung überprüfen, um über Änderungen informiert zu bleiben. Das ist eine gute Idee. Viele Menschen beachten die Steueränderungen nicht und dann sind sie überrascht, wenn sie ihre Steuern erklären. Ich möchte nicht überrascht werden. Ich möchte wissen, was mich erwartet. Ich werde mir eine Erinnerung setzen, um alle paar Monate die Steuernews zu überprüfen. Das ist sehr klug. Informiert zu bleiben hilft dir, besser zu planen und Fehler zu vermeiden. Tom, ich bin froh, dass wir heute über Steuern gesprochen haben. Ich habe viel gelernt. Ich freue mich, diese Informationen mit dir teilen zu können. Steuern sind wichtig und es ist gut, sie zu verstehen. Ja, ich fühle mich jetzt sicherer in Bezug auf meine Steuern. Ich weiß, wo ich Informationen finde und wen ich um Hilfe fragen kann. Denk daran, Steuern zu zahlen gehört zu den Pflichten eines verantwortungsbewussten Bürgers. Es hilft unserer Gemeinschaft. Ich werde immer versuchen, meinen fairen Anteil an Steuern zu zahlen. Es ist meine Pflicht als Bürger. Genau. Wenn wir alle Steuern zahlen, helfen wir, unsere Gesellschaft besser zu machen. Danke, Tom, für dieses nette Gespräch über Steuern. Ich habe viele neue Wörter und Ideen gelernt. Gern geschehen, Anna. Ich habe unser Gespräch genossen. Es ist wichtig, solche Themen zu besprechen, damit wir gemeinsam lernen können. Ich werde mehr Deutsch üben, indem ich über Steuern lese und Fragen stelle. Ich möchte über dieses Thema klar sprechen. Das ist eine großartige Idee. Übung macht dich besser. Ich werde auch mehr über Steuern lesen, um mein Wissen zu verbessern. Lass uns gemeinsam weiterlernen. Vielleicht können wir das nächste Mal über ein bestimmtes Steuerformular oder ein neues Steuergesetz sprechen. Das würde mir sehr gefallen. Wir können unsere Ideen teilen und uns gegenseitig helfen. Ich bin froh, dass wir heute über etwas Wichtiges gesprochen haben. Danke für deine Zeit, Tom. Danke, Anna. Ich genieße immer unsere Gespräche. Bis zum nächsten Mal. Großartige Arbeit. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.